Seit 2020 machen wir jetzt YouTube-Videos und das fast jede Woche. YouTube hat uns in den letzten Jahren auf unserem Weg begleitet und uns durch so viele verschiedene Phasen unseres Lebens begleitet. Angefangen von, dass wir bei Zoes Eltern im Keller gewohnt haben, während wir unseren ersten Sprinter ausgebaut haben, bis zu unserer Reise durch Europa in die Türkei bis nach Georgien und jetzt zu diesem Bus und dieser Reise bis nach Südafrika. Deshalb kann man sagen, ist YouTube mittlerweile ein sehr, sehr großer und auch sehr wichtiger Teil unseres Lebens. Angefangen hat das eigentlich alles aus der Idee, dass wir uns kreativ ausleben wollten, dass wir Videos machen wollten. Wir kommen beide aus der Filmbranche. Ich habe Medienproduktion studiert. Merlin hat jahrelang an Filmsets gearbeitet. Und als wir dann uns zusammengetan haben, haben wir gemerkt, irgendwie haben wir beide total Lust, mit der Kamera Geschichten zu finden, einzufangen, irgendwie Bilder aufzuzeichnen und irgendwie was Kreatives zu erstellen. Das ist eine Sache, die mich auf jeden Fall persönlich immer sehr motiviert. Wenn ich an schöne Orte komme, dann habe ich Lust, das Ganze durch die Kamera zu betrachten. Es macht mir einfach Spaß. Ich kann Orte und Geschehnisse mehr wertschätzen, wenn ich die durch die Kamera sehe. Und das ist für mich eine Motivation, das zu machen. Und ich glaube, dir geht es ja genauso. Das kann man sagen, ist, glaube ich, die Hauptmotivation, warum es diesen Kanal überhaupt gibt und warum der Kanal bis heute fortbesteht. Und warum wir so viel Energie da reinstecken. Genau, natürlich hat sich da in den letzten 2 Jahren einiges geändert. Das hat angefangen, wie gesagt, als kleine experimentelle Aktion und hat sich jetzt aber immer mehr halt zu einer ernstzunehmenden, zu unserem Job eigentlich entwickelt. Wir leben mittlerweile von YouTube, wir haben keine anderen Jobs mehr. Wir laden hier unsere Videos hoch, in diesen Videos läuft Werbung, wir haben Kooperationspartner und dadurch verdienen wir unser Geld. Und dadurch finanzieren wir all das, was ihr hier Woche für Woche beobachtet. Dadurch konnten wir uns diesen Bus kaufen, dadurch können wir uns diese Reise hier finanzieren. Also es ist mittlerweile viel, viel mehr als einfach nur ein kleines kreatives Spaßprojekt, sondern man kann sagen, dieser Kanal ist quasi unsere gesamte finanzielle Existenz, so ein bisschen. So, warum kommt jetzt heute hier so ein Lava-Video und wir zeigen euch nicht, was wir so die letzten Tage alles Cooles erlebt haben. Wir sind übrigens in der Elfenbeinküste, FYI. Wir wollten euch einfach mal updaten und so ein paar Gedanken mit euch teilen, die uns schon eine ganze Weile durch den Kopf gehen. Und euch einfach teilhaben lassen an dem, was ihr nicht seht jede Woche. Es passiert natürlich so viel mehr in unserem Leben als die 20 bis 30 Minuten, die ihr pro Woche von uns mitkriegt. Und hinter den Kulissen passiert auch ganz, ganz viel Reflexion und irgendwie Gespräche, Diskussionen. So, wir wollen jetzt hier mal ehrlich mit euch sein. Und zuallererst möchte ich sagen, dass wir uns beide sehr darüber bewusst sind, was das für ein krasses Privileg ist, was wir hier haben, dass wir diese Reise machen können, dass wir Geld verdienen können auf dieser Reise. Die Reise zahlt quasi für sich selber und dass wir die Möglichkeit haben, all das hier tagtäglich zu erleben. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist, wir sind extrem privilegiert und wir sind sehr dankbar darüber. Nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass das hier alles immer ein Zuckerschlecken ist und alles immer nur einfach und toll und irgendwie immer perfekt ist, weil das ist es definitiv nicht. Wir sind seit ein paar Wochen so ein bisschen am Struggeln. Es fällt uns gerade wirklich nicht so einfach. Wir merken, dass wir so ein bisschen an unsere Grenzen kommen, dass diese Reise einfach extrem viel Energie fordert und extrem viel Kraft von uns abverlangt und dass wir momentan gerade so ein bisschen schwierig finden, damit umzugehen und auch positiv zu bleiben und irgendwie in die Zukunft zu schauen, vor allem bei all dem, was wir noch vor uns haben. Wir stehen immer noch am Anfang der Reise. Wir haben noch sehr, sehr viel vor uns. Und ja, das ist gerade was, wo wir einfach so ein bisschen mit kämpfen. Und dazu kommt natürlich, dass wir dann hier noch diese Videos haben, die wir jede Woche mit euch teilen. Und wo vielleicht auch solche Themen gar nicht immer einen Platz finden. Wo es ja nicht nur darum geht, wie wir uns jetzt gerade fühlen oder dass wir vielleicht gerade so ein bisschen reisemüde sind, sondern weil wir ja eigentlich auch zeigen wollen, wie schön die Reise ist und was wir hier alles so erleben. Und das so miteinander zu vereinbaren, ist häufig irgendwie ganz schön schwierig. Dazu kommt, dass wir
das Gefühl haben, dass wir unseren Qualitätsansprüchen nicht mehr so ganz gerecht werden können für diese Videos, weil wir einfach gar nicht mehr hinterherkommen. Wir mussten letzte Woche ja auch eine Pause machen und aussetzen, weil wir es einfach nicht mehr geschafft haben, weil die Wochen rennen uns davon und wir es gerade irgendwie so mit Ach und Krach hinkriegen, ein Video fertig zu machen und hochzuladen. Das liegt daran, dass wir einfach viel fahren müssen, nicht weil wir jetzt besonders schnell reisen wollen, sondern weil einfach alles sehr, sehr viel Zeit braucht. Es gibt Tage, da sind wir den ganzen Tag 7, 8 Stunden auf der Straße und bewegen uns 200 Kilometer vorwärts. Und die Zeit fehlt halt an anderer Stelle. Die Internetabdeckung ist einfach nicht überall immer gut. Das heißt, wir müssen uns immer vorher überlegen, okay, wo müssen wir wann sein, damit wir unser Video rechtzeitig hochladen können. Und es kommen einfach so viele Faktoren zusammen, weshalb wir jetzt einfach gemerkt haben, so geht es nicht weiter. Wir hatten einfach das Gefühl, dass wir teilweise Sachen, die wir fürs Video machen wollten, nicht mehr in der Form machen konnten, aber dass wir unsere Reise auch nicht mehr in der Form machen konnten, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Es ist also oft einfach ein Kompromiss auf sehr vielen Ebenen gewesen und wir haben jetzt einfach gemerkt, dass wir das so nicht mehr weitermachen wollen. Und deshalb ist für uns die Lösung, dass wir jetzt von diesem wöchentlichen Upload einfach zurücktreten müssen, dass wir uns mehr Raum geben müssen, um diese Reise zu machen und auch um diese Videos zu machen, damit wir damit langfristig auch weiterhin happy sind und das Ganze auch irgendwo genießen können. Das mag sich jetzt vielleicht erstmal gar nicht so wild anhören für euch da draußen. Für uns ist das aber eine sehr, sehr große Entscheidung, die uns auch nicht leicht gefallen ist. Wir spielen eigentlich schon seit Beginn dieser Reise, als wir noch in Europa waren, im letzten Herbst. Seitdem kam dieses Thema immer mal wieder auf und wir haben immer uns vorgestellt, wie das dann wäre, wenn wir auf diesen wöchentlichen Rhythmus verzichten und wenn wir in unserem eigenen Tempo die Videos hochladen. Aber bis jetzt haben wir nie uns gewagt, diese Entscheidung wirklich umzusetzen, weil für uns ja einfach auch wirklich sehr, sehr viel da dran hängt und auch nicht abzusehen ist, was genau jetzt das wirklich bedeutet für uns und diesen Kanal. Alle, die sich ein bisschen mit Social Media auskennen, wissen, dass man schon sehr abhängig ist davon, wie der Algorithmus so funktioniert. Und eigentlich auf Social Media die Regel lautet, je mehr, desto besser, je mehr du hochlädst. Und wenn du regelmäßig hochlädst, dann hast du auch gute Chancen, dass das, was du hochlädst, auch ausgespielt wird und auch den Leuten vorgeschlagen wird. Und bis jetzt konntet ihr euch ja auch alle darauf verlassen, weil ihr könnt sonntags morgens den Fernseher anschalten und dann sind wir halt immer da. Und das wird halt jetzt einfach nicht mehr so sein. Und mal sehen, was der Algorithmus dann mit uns macht. Das ist natürlich auch eine reelle, am Ende existenzielle Angst so ein bisschen damit, weil wir, wie gesagt, halt auch von diesem Kanal leben und darauf angewiesen sind, dass diese Videos funktionieren. Noch dazu kommt, dass wir dadurch natürlich auch auf Geld verzichten am Ende. Wenn wir weniger hochladen, verdienen wir auch weniger. Und das ist nie eine leichte Entscheidung, glaube ich, sich aktiv für weniger Gehalt zu entscheiden. Aber das ist der Preis, den wir jetzt dafür zahlen müssen. Okay, so, was heißt das jetzt genau? Also, wir haben uns jetzt erstmal darauf geeinigt oder damit abgefunden, dass wir ab jetzt alle 2 Wochen hochladen wollen. Wir wollen immer eine Woche zwischendurch aussetzen. Der Upload-Zeitraum bleibt gleich. Sonntag um 10 Uhr kommt ein Video, aber eben halt nicht jede Woche, sondern alle 2 Wochen. Dadurch haben wir mehr Zeit, die Videos richtig reifen zu lassen. Wir können uns mehr bewusster Zeit dafür nehmen, die auch wirklich so weit fertigzustellen, dass wir damit zufrieden sind. Und wir können uns hoffentlich nach jetzt all den Monaten auch mal wieder mehr Zeit für uns nehmen, mal wieder ein Wochenende haben und einfach auch diese Reise auch wieder ein bisschen mehr für uns machen und ja, wieder ein bisschen mehr Freiheit in dieses ganze eng getaktete Konstrukt bringen. Was aber nicht heißt, dass ihr weniger von uns habt. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne auf Instagram folgen. Haben wir hier unten verlinkt, falls ihr uns noch nicht folgt. Da teilen wir weiterhin sehr viele Einblicke in diese Reise, vor allem auch in den Alltag und wie das aussieht, wenn man hier unterwegs ist. In
unseren Stories, in unseren Mini-Vlogs werdet ihr weiterhin sehr viel von uns haben, weil es uns auch einfach Spaß macht, das zu teilen. Aber am Ende wollen wir natürlich einfach, dass auch die Videos, die wir hier mit euch teilen, einfach unseren Ansprüchen gerecht sind. Wir wollen happy damit sein, wir wollen Videos machen, auf die wir am Ende einfach stolz sind. Genau, also wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiter am Ball bleibt. Mehr denn je freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert, dass ihr auch wirklich nichts mehr verpasst. Wenn ihr in den nächsten Wochen unsere Videos nicht mehr vorgeschlagen bekommt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr sie aktiv sucht und wenn ihr einfach bei uns bleibt. Am Ende teilen wir alle sehr, sehr gerne diese Reise mit euch und wir freuen uns, dass so viele Menschen Interesse daran haben und sich freuen, uns zu begleiten. Und das wollen wir auch nicht verlieren und das wollen wir so weitermachen. Wir freuen uns über alle euch da draußen, dass ihr dabei seid. Und ja, danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, wir konnten so ein bisschen einen Einblick darin geben, wie so unsere Gefühlswelt aussieht und wie das hier alles funktioniert mit Social Media und so weiter. Das ist ja auch nicht immer so ganz selbsterklärend. Ja, und wir sehen euch dann übernächste Woche wieder.